Ihr Unternehmen, meine Damen und Herren, wird belagert von Gordon Gekko. Telda Paper ist grenzenlos verschuldet wie eine südamerikanische Bananenrepublik. Ich kann Ihnen nur dringend empfehlen, darauf zu achten, wie Mr. Gekko schamlos die Absicht hat, diese Firma zu übernehmen und die Aktionäre extrem zu benachteiligen. Ich empfehle Ihnen nachdrücklich, sein Angebot zurückzuweisen, indem Sie sich für den Umstrukturierungsplan des Vorstandes entscheiden. Ich danke Ihnen. Also ich weiß es zu schätzen, dass Sie mir die Gelegenheit geben, Mr. Cromwell, dass ich hier als der größte Aktionär von Telda Paper sprechen kann. Meine Damen und Herren, wir sind nicht hier, um uns an unseren Fantasien zu berauschen, sondern es geht um die politische und ökonomische Realität. Amerika ist zu einer zweitrangigen Macht geworden. Sein Handelsdefizit und sein Haushaltsdefizit kann man nur noch als Albtraum bezeichnen. Als unsere Wirtschaft noch nahezu jede Freiheit hatte und unser Land die industrielle Weltmacht war, gab es noch Verantwortung gegenüber dem Aktionär. Die Carnegies, die Mellons, die Männer, die dieses große Industrieimperium aufgebaut haben, waren eine Garantie dafür, weil es ihr Geld war, das sie riskiert haben. Heutzutage hat der Vorstand kein Vertrauen in das eigene Unternehmen. Alle zusammen, wie sie da oben hocken, besitzen weniger als 3% des Unternehmens. Wo investiert Mr. Cromwell sein Gehalt von $1 Million? Nicht in Telda-Aktien. Er besitzt weniger als 1%. Ihnen gehört das Unternehmen. Ja, richtig. Ihnen, dem Aktionär. Und Sie alle werden reichlich übervorteilt von diesen Bürokraten mit ihren Steakessen, ihren Jagd- und Angelausflügen, ihren Firmenjets und goldenen Fallschirmen. Das ist ja unerhört. Sie sind impertinent, Gekko. Telda Paper, Mr. Cromwell. Telda Paper hat 33 verschiedene Vizepräsidenten. Jeder von ihnen verdient mehr als $200.000 im Jahr. Ich habe mal versucht, in den letzten 2 Monaten zu analysieren, was diese Leute alles tun. Und es ist mir immer noch nicht klar. Was ich allerdings genau weiß, ist, dass unser Unternehmen voriges Jahr $110 Millionen verloren hat. Und ich wette, die Hälfte ist für den Papierkrieg zwischen all diesen Vizepräsidenten ausgegeben worden. Die neue Regel in der Wirtschaft Amerikas scheint allmählich zu lauten, die Untauglichsten sollen an der Spitze stehen. Aber nach meiner Meinung macht es entweder richtig oder verschwindet schnell. Bei den letzten 7 Firmenübernahmen, an denen ich beteiligt war, haben 2,5 Millionen Aktionäre eine Gesamtsumme vor Abzug der Steuern von 12 Milliarden verdient. Danke sehr. Ich zerstöre kein Unternehmen. Ich befreie sie vielmehr. Der entscheidende Punkt ist doch das: die Gier, leider gibt es dafür kein besseres Wort, gut ist. Die Gier ist richtig. Die Gier funktioniert. Die Gier klärt die Dinge, durchdringt sie und ist der Kern jedes fortschrittlichen Geistes. Gier in all ihren Formen, die Gier nach Leben, nach Geld, nach Liebe, Wissen, hat die Entwicklung der Menschheit geprägt. Und die Gier, bedenken Sie diese Worte, wird nicht nur die Rettung sein für Telda Paper, sondern eben auch für diese andere schlecht funktionierende Firma, die USA. Haben Sie vielen Dank.